Hallo Modellbahnfreunde, wie wollt ihr rangieren? So? Oder lieber die zweite Variante? Wenn euch die besser gefällt, dann bleibt hier bei mir im Direkt von meiner Modellbahn begrüße ich euch hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund wird bereits fleißig rangiert und das ist auch das Thema des heute ca. 20-minütigen Videos. Ich habe meine Rocco Köf 333, noch die alte analoge Version, mit einem Leis DCC Decoder versehen. Der Decoder kommt aus Fernost. Ja, ich weiß, es gibt viele Diskussionen um dieses Thema, aber ich wollte ihn trotzdem einmal austesten. Gleichzeitig habe ich noch die Stromabnahme verbessert und mit den Wissmann elektrischen Kupplungen einen Wagen dran gehängt, der zusätzlich Strom liefert für die Lok. Ja, ihr seht im Hintergrund bereits die ersten analogen Tests und nur um zu sehen, ob die Lok auch den mir gestellten Anforderungen entspricht. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen hier im H0 Detailwerk. Die mit einer Pendelachse versehene Rocco Köf 3 ist als Rangierlok auch analog bestens geeignet. Vorausgesetzt sind allerdings saubere Gleise und Räder und keine Kontaktprobleme durch Gleisverschmutzung oder weichen Herzstücke. Zur Ermittlung des Platzbedarfs für den Decoder habe ich die analoge Version mit einer Köf mit Digitalschnittstelle verglichen. Festgestellt habe ich nur, dass der Schnittstellenstecker plus Kabel plus Decoder das ganze Führerhaus der Lok einnimmt und kein Durchblick mehr vorhanden ist. Das wollte ich nicht. Der kleine Leis DCC Decoder passt mit nur wenig Materialabtrag, ohne das Führerhaus ganz einzunehmen. Hier überprüfe ich, wie die Decoderlitzen zum Motor bzw. zur Platine geführt werden können. Die Fissmann elektrisch leitenden Kupplungen, hier passend zu den Fleischmann-Kurzkupplungen, benötigen ebenso Platz zur Durchführung der Kabel zur Platine. Jetzt geht es ans weitere Zerlegen der Lok, Überprüfung der weiteren Kabeldurchführung und Anzeichnen der Stellen, wo Material am Motorvorbau abgetragen werden muss. Die Stellen, wo die Feile ran muss, habe ich mit einem Edding markiert. Die Kabeldurchführungen vom Motor zur Platine werden auch weiterhin genutzt und müssen nicht bearbeitet werden. Betrachten wir nochmals den Motorvorbau nach der Bearbeitung mit Metallsäge, Feile und kleinem Kugelfräser. Der Platz für Decoder und Litze ist deutlich zu erkennen. Nur leider ist mir durch Unachtsamkeit der Fräskopf bei hohen Umdrehungen auf die Außenseite gelangt und hat dort die Oberfläche beschädigt. Ärgerlich, aber mit Auffüllen von 2 Komponentenkleber und etwas Farbe konnte ich bisher die beige Fläche wiederherstellen. Für die spätere Verdrahtung messe ich vorsichtshalber eventuelle Verbindungen zwischen den Motoranschlüssen und dem Rahmen der Lok durch, damit ich später keine bösen Überraschungen erlebe. Hier passte alles. Jetzt geht es an den Zusammenbau für den Testbetrieb.
Die Platine wird dafür von den nicht mehr benötigten Bauteilen befreit und der Decoder mit ungekürzten Litzen angeschlossen. Der anschließende Fahrtest zeigte, dass der Decoder meine Erwartungen voll erfüllt. Die Geschwindigkeitskennlinie ließ sich leider erst nach einigen Programmierversuchen einstellen. Vielleicht ein Fehler meinerseits oder eine Eigenart des Decoders. Wer mehr über diesen Hersteller und die angebotenen Decoder erfahren möchte oder auch die CV-Tabelle sucht und eventuelle Hilfestellungen bei Problemen, der findet in der Videobeschreibung eine von mir zusammengestellte Linksammlung. Beim endgültigen Zusammenbau werden alle Kabel so weit gekürzt, dass sie noch ein wenig Spiel haben und nicht benötigte hier die der Lichtausgänge auf ein Mindestmaß abgeschnitten. Die Bodenplatte erhielt mit ein paar Fallstrichen noch Aussparungen bzw. Führungen für die Kabel der elektrisch leitenden Kupplung. Beim Einsetzen der Bodenplatte und Kupplung ist auf die empfindlichen Radschleifer zu achten. Hier empfehle ich eventuell die Radschleifer durch 0,3 mm Federbronzedraht zu ersetzen. Selfmade-Unterlegscheiben aus schwarzem, mit Sekundenkleber getränktem Karton für die Schrauben der Bodenplatte halten die Kabel der Kupplung in Position.
Haben die Waggons nicht bereits vom Hersteller Radschleifer für zum Beispiel eine Innenbeleuchtung spendiert bekommen, hilft nur, diese selbst anzufertigen. Voraussetzungen für den Wagen sind Platz zur Anbringung der Radschleifer und nach Fertigstellung eine ausreichende Beweglichkeit der Kupplung. Und genügend Gewicht sollte der Wagen auch aufweisen, damit sich die Räder durch den erhöhten Rollwiderstand durch die Radschleifer auch noch drehen. An einem vierachsigen Drehgestellwagen demonstriere ich nun den Einbau. Die erste Idee zur Verwendung von Lochstreifenplatine zur Befestigung des Federbronzedrahtes habe ich aufgrund der hohen Materialstärke verworfen. Die Grundplatten für die Radschleifer bestehen entweder aus 0,25 mm starkem Polystyrol oder Bastelkarton. Die Arbeitsweise bei beiden ist identisch, nur die Wahl des Klebstoffes ist unterschiedlich. Den Federbronzedraht habe ich allerdings immer mit Sekundenkleber befestigt. In der Skizze ist der geplante Verlauf des Drahtes zu erkennen. An den mit den Pfeil markierten Enden sitzen die Radinnenseiten und die überstehenden Schlaufen werden zum Löten der Anschlussdrähte genutzt. Wichtig bei der Montage der Räder ist, dass der Federdraht nur die Radinnenflächen und nicht die Achsen berührt und auch nicht zu stramm sitzt. Beim Löten der Anschlussdrähte unbedingt auf Rechts und Links bzw. Plus und Minus achten. Die Schlaufen dienen der Beweglichkeit der Kupplung, also die Kabel nicht zu kurz abschneiden. Ein kleiner Steg aus 2 mm mit Sekundenkleber getränktem Karton verhindert, dass die Schlaufen zu weit nach unten ragen und an Weichen hängen bleiben. Mit angehängtem Wagen überprüfen wir nochmals, ob wir die Anschlüsse auf der richtigen Seite angelötet haben. Deutlich ist an der Kupplungsunterseite zu sehen, dass der Anschlussdraht die Seite bzw. vom Plus nach Minus oder umgekehrt wechselt. Die Anschlussdrähte werden nun noch mit einem Tropfen Sekundenkleber in den Aussparungen der Bodenplatte fixiert und mit dem Zahnstocher bis zum Aushärten des Klebers in Position gehalten.
Die abschließende Testfahrt mit bewusster Stromunterbrechung zeigt, ob wir alles richtig gemacht haben. Was bleibt, ist das endgültige Fixieren des Dekoders und als Kür das Einsetzen des Lokführers vor einem offenen Seitenfenster. Da sind wir ja schneller fertig als die angekündigten 20 Minuten. Die Zeit nutzen wir noch zum Fahren und Rangieren. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuschauen.